Hm. 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 Wie bestimmt man eigentlich die Auszuglänge? Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es um das Bestimmen der korrekten Auszuglänge. Das Ganze wird präsentiert von der Bogensportwelt und von mir. Ich bin der Thomas. Die korrekte Auszuglänge. Was ist eigentlich gemeint? Gemeint ist, wie weit wir den Bogen ausziehen. Ja, Auszuglänge. Klar, je größer man ist, desto tendenziell länger ist auch die Auszuglänge. Aber allein an der Tatsache, dass man es nicht alleine an der Körpergröße festmachen kann, sehen wir schon, Auszuglänge ist was Individuelles. Ja, das müssen wir also für jeden bestimmen. Und wie geht das? Um die Auszuglänge zu messen, brauchen wir einen Bogen, der sich möglichst einfach spannen lässt, also nicht so viel Zuggewicht hat, und einen Pfeil, der lang genug ist. Es gibt auch spezielle Messpfeile, da ist eine Skala aufgedruckt, so einen habe ich jetzt nicht. Ich behelfe mir dann im Prinzip immer mit so einem Klebeband, das ich an die richtige Stelle klebe. Und wo die richtige Stelle ist, das finden wir jetzt mal raus. Wir nehmen den Bogen in die Hand und ziehen bis zu unserem natürlichen Ankerpunkt. Das wäre jetzt bei mir hier, bis der Zeigefinger im Mundwinkel ist. Ja? Und dann markieren wir die Stelle am Pfeil, die vorne an der Bogenkante, hier vorne, genau abschließt. Ja? Dann mache ich jetzt mal hier diesen Klebeband dran. Da ist es ganz praktisch, wenn man jemanden hat, der einen dabei hilft. Habe ich jetzt nicht, deswegen habe ich ja schon mal was vorbereitet. Und jetzt messen wir die Distanz zwischen dieser Markierung und der Stelle in der Nocke vom Pfeil, hier, wo er in die Sehne einnockt. Das nennt man Nockboden. Ja, also wenn man zum Beispiel Pfeile bestellt, da kann man immer sagen, ich möchte Pfeile in einer bestimmten Länge, gemessen jetzt rein das Carbonrohr, ja, oder vom Nockboden ausgemessen. Und wenn ich jetzt meine Auszuglänge so bestimmt habe hier, dann bestelle ich Pfeile in einer Länge gemessen vom Nockboden. Ja, ich habe hier ein handelsübliches Metermaß. Oh, jetzt messe ich die Distanz hier, da wo die Nocke ist, bis hier vor und komme auf genau 73 cm. So. 73 cm, komisch, ja, Auszuglängen misst man irgendwie in anderen Zahlen, ja genau, nämlich in Zoll. Das heißt, wir müssen doch mal umrechnen. Deswegen Taschenrechner, 73 geteilt durch 2,54 ist gleich 28,75. Ja, das ist eigentlich auch die Auszuglänge, die ich bei den meisten Bögen ungefähr in dem Bereich schieße. Ja, das variiert bei mir in Zentimeterbereichen, mal 28,5 Zoll, mal 29 Zoll. Aber das ist so meine Auszuglänge tatsächlich. Wichtig ist, dass man die richtige Umrechnungszahl nimmt, Zoll in Zentimeter, und dann bekommt man da so einen Wert. Was machen wir mit diesem Wert? Naja, mit diesem Wert finden wir raus, wie lang unsere Pfeile mindestens sein müssen. Ja? Dürfen nicht zu kurz sein, dass die mir nicht hier beim Auszug aus dem Bogen fallen. Und die Länge des Pfeils ist natürlich ganz entscheidend dafür, wie der dynamische Spine-Wert des Pfeils ist. Ja? Nochmal vielleicht das Video gucken zum Thema Pfeil und Kenngrößen dazu. Es gibt einen Spine-Wert bei einem Pfeil, der ist draufgeschrieben. Jetzt bei dem zum Beispiel steht drauf 600. Das ist der Spine-Wert, den die bei 28 Zoll Schaftlänge messen. Ja, wenn ich jetzt einen längeren Schaft habe, reagiert der weicher. Brauche ich einen kürzeren Schaft, reagiert der härter. Ja, gibt es Tabellen zum Thema Spine-Wert. Da muss man gucken, welches Zuggewicht schieße ich und welche Pfeillänge brauche ich tatsächlich. Und dann sagen mir diese Spine-Wert-Tabellen, welchen Spine vom Pfeil ich nehmen muss. Ja, und einen gewissen Einfluss hat noch die Spitze, ne, wie schwer die ist. Je schwerer die ist, desto mehr schiebt die quasi den Pfeil zusammen, desto mehr hält die dagegen, wenn der Bogen löst. Umso weicher reagiert der Pfeil. Muss man alles wissen.
Wie gesagt, dazu vielleicht nochmal das Einsteigervideo gucken zum Thema Pfeile. Und wenn ich das alles weiß, dann würde ich es vor allem im Anfängerstadium noch so machen, dass ich die Pfeile immer ein bisschen länger bestelle. Warum? Ja, es kann sein, dass wenn ich zum Beispiel jetzt meine Technik ändere, wenn ich ein bisschen an Kraft zulege, ein bisschen weiter ausziehe, dass ich dann vielleicht einen Zentimeter weiter ausziehe als bei der ersten Messung oder 2 Zentimeter. Ja, und das wäre schade, wenn man dann die gesamte Pfeilbestand austauschen müsste, beziehungsweise es wäre vor allem teuer. Ne? Deswegen würde ich dem Anfänger immer empfehlen, die Pfeile ungefähr 1 Zoll länger zu bestellen, als sie unbedingt sein müssen. Ja? Also unbedingt müssen sie reichen bis zur vorderen Bogenkante und ich würde sie vorne immer noch mal so ein Stück rausgucken lassen. Okay? Ich hoffe, das hilft euch weiter. Bis zum nächsten Mal. Euer Thomas.